Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga 25-26. Hallo liebe FC Bayern-Freunde. Ja, was für ein Spiel wieder für den FC Bayern nach der Champions League bei Atalanta Bergamo. Das nächste Topspiel und jetzt in der Bundesliga. Dazu gibt es wie immer meine Vorschau und Infos rund um die Partie Leverkusen gegen Bayern und dazu natürlich auch die mögliche Kompanie-Aufstellung für das Spiel in Leverkusen. Ja, wenn du mehr Bayern-Videos von meinem Kanal Werners Fußball-Ecke sehen möchtest, dann lass mir einen Daumen hoch da fürs Video, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst kein FC Bayern-Video mehr. Ja, was war das für ein Spiel vom FC Bayern München in der Champions League im Achtelfinale? Hinspiel bei Atalanta Bergamo 6-1, 3 Tore in der Hälfte 1, 3 Tore in der zweiten Hälfte. Da hat der FC Bayern wirklich gezeigt, dass man dieses Jahr auf jeden Fall zu den Mitfavoriten auf den Champions League Titel ist. Super Tore, super Spielzüge, einfach von der ersten Minute an bis zur letzten ein super Spiel vom FC Bayern. 25-11 Torschüsse, 92% angekommene Pässe, 69% Ballbesitz und das im Achtelfinale der Champions League. Ja, ich hatte ja letzte Woche ein Video gemacht, eventuell von dem Weg vom FC Bayern München ins Champions League Finale. Ja, und manche Kommentare haben natürlich wieder gemeint, ja, der FC Bayern hat keine Chance, fliegt im Viertelfinale raus. Wenn man diese Bayern gesehen hat bei Atalanta Bergamo, dann weiß man, die Bayern gehören auf jeden Fall zu den Mitfavoriten. Wie zum Beispiel Liverpool verloren bei Galatasaray Istanbul, Barcelona nur unentschieden bei Newcastle United, Manchester City 3-0 verloren bei Real Madrid. Also wie gesagt, Bayern ist aktuell mit die beste Mannschaft in Europa und daher könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern auf jeden Fall bis ins Viertelfinale kommen werden. Gut, natürlich, klar, Real 3-0 gewonnen. Davon gehe ich schon mal stark aus, dass der FC Bayern im Viertelfinale auf Real Madrid stößt. Nicht vergessen, der FC Bayern hat bis zum inklusive Halbfinale der Champions League im Rückspiel immer das Heimrecht. Und das ist natürlich schon sehr wichtig, falls man wie jetzt zum Beispiel vielleicht gegen Real 1-0 verlieren sollte im Hinspiel, hat man das Rückspiel zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken. Und da kann der FC Bayern gerade aktuell in so einer Form auch zu Hause jedes Spiel gegen jede Mannschaft auf der Welt nochmal komplett umdrehen. Ja, schauen wir uns mal kurz die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle an. Klar, Bayern München an Nummer 1, auch zu 99,9% deutscher Meister und das heißt 35 deutscher Meistertitel. Aber Bayer Leverkusen auf Platz 6 mit aktuell, muss ich mal gucken, 44 Punkten. Für Leverkusen ein sehr wichtiges Spiel. 3 Punkte Rückstand zu Platz 4 zu VfB Stuttgart aktuell. Das heißt eigentlich, Leverkusen müsste jetzt das Spiel zu Hause gegen die Bayern gewinnen. Nicht vergessen, am Sonntag spielt nämlich auch der VfB Stuttgart zu Hause gegen Leipzig. Also dieser Bundesligaspieltag schon sehr spannend, auch gerade was die Champions League Plätze angeht. Aber auch Bayer Leverkusen sehr gut gespielt beim 1:1 zu Hause jetzt dann gegen Arsenal. London bis zur 89. Minute 1:0 geführt, dann aber Ex-Leverkusen-Spieler Kai Havertz per Elfmeter zum 1:1. Das wäre natürlich super gewesen für Leverkusen. Hätte man das gewonnen, wäre das Spiel nächste Woche Dienstag schon ein bisschen einfacher. So aber geht Leverkusen mit einem 1:1 nach London, was natürlich auch machbar ist. Aber jetzt zu Hause gegen Bayern, ja, da muss man natürlich gucken, wie die Leverkusener Spieler das verarbeiten. Einmal das Spiel gegen Bayern vielleicht unbedingt gewinnen zu müssen, aber auch schon im Kopf zu haben, nächste Woche Dienstag auswärts zum FC Arsenal. Aber Bayern natürlich kann das Spiel jetzt in Leverkusen so oder so schon locker angehen. Klar, der FC Bayern und die Spieler wollen jedes Spiel gewinnen, aber man kann das Spiel entspannter angehen als eigentlich die Spieler von Bayer Leverkusen. Ja, dann schauen wir mal an. Meine mögliche Bayern-Aufstellung. Fangen wir an mit der Abwehr. Ja, wie gesagt, leider Alphonso Davies wieder verletzt raus gegen Atalanta. Zum Glück nicht so schwer verletzt. Ein paar Tage wird er ausfallen. Ich denke mal auch, dass
Kompanie in der Innenverteidigung eventuell rotieren lassen wird. Hier zum Beispiel habe ich dann Jonathan Tah erstmal rausgenommen, um ihm eine Pause zu gönnen. Denn auch Tah und Upamecano spielen in dieser Saison einfach super. Auch die beiden gehören mit zu den besten Innenverteidiger aktuell in ganz Europa. Konrad Laimer würde ich auf jeden Fall links außen wieder spielen lassen, was der Typ rennt, von der ersten Minute bis zum Ende vom Abpfiff. Wenn ich das wäre, ich glaube, ich müsste nach 70 Minuten, wenn ich Konrad Laimer wäre, ins Sauerstoffzelt. Also der Typ ist wirklich mega. Daher würde ich dann in der Innenverteidigung für Tah Kim einsetzen. Auch er sehr gut schon wieder geworden, wenn er spielt. Man darf schon nicht vergessen, gerade auch in der letzten Saison hat er immer verletzungsbedingt nicht so gut gespielt, aber seitdem er wirklich wieder 100%ig fit ist und dann eingewechselt wird oder mal in der Startelf ist, hat Kim schon wieder sehr gut gespielt. Und dazu natürlich Upamecano, auch wie gesagt, super Saison von Upamecano bis jetzt und dazu auch mit der beste Innenverteidiger in ganz Europa, meiner Meinung nach. Als Rechtsverteidiger auch wieder Stanisic, auch er super gespielt gegen Bergamo, auch mit einem super Tor nach dem Eckball. Auch er in dieser Saison hat sich richtig gesteigert, auch in der Offensive. Und natürlich im Tor auch wieder Urbik, Gehirnerschütterung, wird wohl 8 Tage ausfallen, auch gegen Bergamo jetzt am Mittwoch wird er nicht spielen. Und dafür hat man dann aber genau in so einem Notfall, hat man dann einen Sven Ulreich im Bayern-Tor. Neuer fällt ja auch noch 2 bis 3 Wochen aus. Also das hier könnte für mich die Abwehr sein, jetzt für das Spiel am Samstag bei Bayer Leverkusen. Dann schauen wir uns noch mal kurz an die letzten 5 Spieltage beider Mannschaften vom FC Bayern und Leverkusen in der Bundesliga. Klar, die Bayern 5 Spiele, 18 zu 6 Toren in den letzten 5 Spielen. Gerade auch letzte Woche gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause 4 Tore am Stück, war auch wieder ein sehr gutes Spiel. Bayer Leverkusen, tja, muss man sagen, schon ziemlich unkonstant in den letzten 5 Spielen. 3 zu 3 in Freiburg, davor 1 zu 1 nur zu Hause gegen Mainz 05, geschweige denn die Auswärtsniederlage bei Union Berlin mit 1 zu 0. Also in der Bundesliga ist Leverkusen aktuell nicht richtig wirklich gut drauf. Aber nicht vergessen, sehr gut gespielt in der Champions League zu Hause gegen Arsenal London. Und ich denke mal, daran wollen sie sich jetzt auch messen und auch so ein Spiel wie gegen London auch gegen den FC Bayern München zeigen. Aber wie gesagt, Bayern braucht sich vor keinem Team der Welt zu verstecken. So, dann schauen wir uns mal an das mögliche Bayern Mittelfeld bzw. Sechserposition. Ja, da sieht man sofort, Kimmich, denke ich mal, wird auf jeden Fall spielen, da er ja gesperrt ist, zu Hause nächste Woche gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. Daneben würde ich Pavlovic erstmal eine Pause gönnen. Auch er mit einer Mega-Saison, Pavlovic, super passsicher, Übersicht, auch mittlerweile sehr zweikampfstark. Deshalb mal eine Pause dafür, dass er dann wieder am Mittwoch gegen Bergamo spielen kann. Da würde ich dann halt Leon Goretzka neben Kimmich im zentralen Mittelfeld aufstellen. Goretzka hat ja durch Nagelsmann schon quasi 95%ige Startelf-Garantie für die WM bekommen. Gut, kann man darüber diskutieren. Klar, Goretzka, aber wenn er spielt, zeigt er seine Leistung. Nicht so ganz überragend wie ein Kimmich oder Pavlovic, aber Goretzka kannst du immer in die Startelf stellen. Klar, man könnte auch ein bisschen anders spielen lassen, mit einem Tom Bischoff zum Beispiel, neben Kimmich. Da bin ich mal gespannt, wie Kompanie dann letztendlich die Startelf gegen Leverkusen aufstellen wird. Aber so, Kimmich klar, mit der beste Spieler im zentralen Mittelfeld, auch in Europa. Eigentlich die Startelf, die beste von Bayern, auf jeder Position mit das Beste, was es aktuell in Europa gibt. Das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, wie Kompanie gegen Leverkusen spielen lassen könnte. Klar, oder auch ein Pavlovic dann in Hälfte 2 eventuell für Kimmich, dass er sich noch ein bisschen ausruhen kann vor das Champions League Spiel nächste Woche Mittwoch gegen Atalanta Bergamo. Ja, schauen wir uns mal an, die erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber von Bayern und Leverkusen in der Bundesliga. Klar, man sieht sofort Harry Kane 30 Tore, Luis Diaz 14 Tore, Michael Olise 10 Tore.
Bei Leverkusen alles ein bisschen weniger. Patrick Schick, der beste Torjäger bei Leverkusen mit 7 Toren in der Bundesliga. Grimaldo 6 Tore, Grimaldo auch 5 Torvorlagen. Allerdings, Grimaldo fällt am Samstag gegen Bayern wegen einer Gelbsperre aus. Also schon, muss man sagen, ein herber Verlust für Leverkusen. Nicht schlimm für den FC Bayern. Aber auch klar, Leverkusen, gerade auch in der Offensive, schon sehr torgefährlich. Allerdings gegen Bayern muss man sich natürlich aber auch erstmal die Torchancen herausspielen, was meistens gar nicht so einfach ist. Aber trotzdem müssen die Bayern aufpassen auf einen Schick oder auch auf einen Koffan im Sturm. Sie können schon immer aus ihren Torchancen auch Tore machen. Aber wie gesagt, Bayern, Harry Kane und auch Michael Olise, was seine Vorlagen angeht, schon wieder 18 Vorlagen bis jetzt. Luis Diaz auch. Sie haben schon den Rekord gebrochen von Franck Ribéry bzw. Arjen Robben zusammen. In einer Bundesliga-Saison haben die beiden jetzt schon mehr Torvorlagen gegeben. Dazu will natürlich auch mit Kompanie, mit den Bayern, den Torrekord der Bundesliga knacken. Der liegt ja im Moment bei 101 Toren in einer Saison. Dafür brauchen die Bayern nur noch 10 Tore und dann hätten sie einen Bundesliga-Rekord, der schon 50 Jahre alt ist. Also auch deswegen, die Bayern-Spieler werden auf jeden Fall Vollgas in Leverkusen geben. So, dann schauen wir uns jetzt mal die mögliche Bayern-Offensive für das Spiel an. Am Samstag in Leverkusen. Da würde ich auf der 10er Position nicht Gnabry spielen lassen, sondern Lennart Kahl. Auch er hat noch die Möglichkeit mit zu WM zu kommen und ich denke mal, Kompanie würde ihm das auch von Herzen gönnen und da könnte ich mir vorstellen, dass Kompanie Lennart Kahl von Anfang an, also in die Startelf gegen Leverkusen setzen wird. Daher würde ich dann aber Serge Gnabry trotzdem spielen lassen in die Startelf, dann aber über links außen und dann würde ich Luis Diaz mal eine Pause gönnen. Er hat es mehr als verdient. Rechts außen würde ich dann dennoch Olise spielen lassen. Auch er ist ja nächste Woche Mittwoch gegen Bergamo zu Hause dann gesperrt. Zweite gelbe Karte. Und daher würde ich ihn auf jeden Fall gegen Leverkusen über rechts außen in die Startelf nehmen bzw. lassen. Und natürlich vorne im Sturm Harry Kane. Ja, fand es schade erstmal, dass er nicht von Anfang an gegen Bergamo gespielt hat. Aber klar, er war angeschlagen und daher Kompanie weiß auf jeden Fall, was er macht. Dann konnte Harry Kane auch ganz draußen lassen gegen Bergamo, weil ja 6:1. Jetzt aber gegen Leverkusen wird Harry Kane auf jeden Fall wieder in die Startelf zurückkehren vom FC Bayern, weil auch Kane will noch alles geben, um eventuell doch noch den Torrekord in der Bundesliga von Robert Lewandowski zu knacken. Ja, was man noch wissen muss, im Moment hört man, klar, Kimmich, Olise, zweite gelbe Karte gegen Bergamo bekommen. Eigentlich nicht so schlimm, aber klar, die UEFA prüft jetzt, ob man dann doch die beiden nicht vielleicht sogar für 2 Spiele sperren könnte oder wird. Das ist also noch spannend abzuwarten. Aber ja, schaut man sich diese Startelf an, auch diese ist mega besetzt. Auch Serge Gnabry, ehrlich gesagt, super Spieler auf jeden Fall. Bei ihm weiß man aber nie, pro Spiel spielt er super. So wie gegen Bergamo war er in super Verfassung, ein super Spiel gemacht. Aber allerdings hat Gnabry auch immer wieder Spiele, wo man ihn nicht so sieht. Aber auch er, Serge Gnabry, will natürlich mit zur WM. Und daher denke ich auch mal gegen Leverkusen, Topspiel, ist die Bühne auch unter anderem von einem Serge Gnabry. Und auch er wird alles geben. Ja, liebe Bayern-Fans, das wäre meine mögliche FC Bayern-Aufstellung von Vincent Kompany für das Topspiel am Samstag in Leverkusen. Ja, dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich tippe für Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München auf ein 2:1 Auswärtssieg der Bayern. Was tippst du? Schreib deinen Tipp in die Kommentare. Und ja, wie würdest du den FC Bayern München jetzt am Samstag in Leverkusen aufstellen? Auch das gerne unten in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like fürs Video und ja, für ein Abo für Werners Fußballecke. Und du verpasst kein FC Bayern Video mehr. Also dann am Samstag die Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.